Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Im Hintergrund seht ihr, hat sich ein bisschen was getan. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal was bauen und Bauzeit heißt für mich, ich setze mich dann vorher erstmal in den Computer, gucke so ein bisschen, lade mir meine Bauanleitung runter, wie in diesem Falle. Der weg, um den geht es doch gar nicht. Und dann stürze ich mich mal auf YouTube, lese Kommentare, was ich zwar immer mache, wenn das Video durch ist, dann hänge ich ziemlich viel da und gucke in die Kommentare und freue mich und lese das Ganze. Diesmal habt ihr mich aber eiskalt erwischt und ehrlich gesagt völlig überrannt. Ich hatte auch einiges mit Arbeit zu tun und bin überhaupt nicht dazu gekommen oder im Großen und Ganzen nicht dazu gekommen, das zu beantworten. Teilweise habe ich Antworten geschickt, aber ihr habt mich da so überrannt und die Fragen sind fast immer identisch gewesen, dass ich gesagt habe, so, bevor ich jetzt hier die Lampen ausmache, alles zusammenpacke, damit ich dann wieder arbeiten kann morgen, nehme ich mir mal kurz die Zeit und spreche da persönlich zu euch. Also erstmal, wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Kommentare, die bis hierhin geschrieben sind. Ich weiß, da werden im Laufe der Zeit noch einige dabei kommen. Ich verlinke dieses Video dann aber gleich in dem Kran und hoffe so, dass hier viele Antworten gefunden wurden, weil was sich wiederholt hat, ist, dass mir auf die ein oder andere Weise immer nahegelegt wurde, dass ich da Blödsinn gemacht habe, stümperhaft gearbeitet oder es wurde einfach nur hinterfragt, hey, warum hast du die Stützen nicht ausgefahren? Dann wäre der Kran nicht umgekippt. Glaubt es mir, ich habe den Kran nicht mehr, er ist mittlerweile schon in einem Karton verschwunden. Die Stützen waren ganz ausgefahren. Das ist ja also wirklich nicht wie bei den Kran von Jerome Ottens, wo ein wirklich perfektes X, so, ich halte es mal so entstanden ist und die Stützen auch so weit ausgefahren sind, dass das Ganze von sich aus schon irgendwo halten konnte. Nein, diese Schere war viel zu weit offen, sie war ja ungefähr nur so vom Fahrzeug entfernt. Und dann sind die Stützen nur so ein kleines Stück ausfahrbar. Ihr seht das auf allen Seiten, wo dieser Kran angeboten wird. Die Stützen sind nicht wirklich weit ausfahrbar. Was auch wiederum erklärt, warum ihr seht teilweise, ich glaube, ist das bei Lesti? Ich glaube, bei Lesti selber ist das auch. Ihr seht dann ein Foto, da hängt ein weiteres Technikmodell oder ist das ein Creator-Modell. Es hängt auf jeden Fall ein Klemmbausteinmodell am Haken. Aber jetzt schaut mal auf den Ausleger. Der ist nicht ausgefahren. Ich denke mal, jeder weiß, warum der nicht ausgefahren ist. Denn dieser Ausleger wiegt stolze 2,5 Kilo. Wenn ich den jetzt auf diese 2 Meter, ihr habt es bei mir im Video gesehen, also ich bin bei ungefähr 1,80 Meter gewesen, was ich den ausfahren konnte. Das halten diese Füße definitiv nicht mehr im Balance. Da könnt ihr noch so oft schreiben und das finde ich immer schön, Kranplätze müssen verdichtet sein. Und was dann aber gleich zum nächsten führt, ist, dass immer gesagt werde, hey, hättest du die 1,5 Kilo da hinten in das Gewicht reingepackt, wäre der Kran nicht umgekippt. Mögt ihr recht haben. Jetzt gibt es ein Stück weit immer Physik beim Ganzen. Also erstmal, ihr habt gehört, diese Motoren, als ich den Kran oder den Arm hochheben wollte, die haben schon die Sinfonie der Vernichtung gesungen und sind übersprungen bis zum geht nicht mehr, dass ich mit der Hand nachhelfen musste. Und dann in dem Moment kommt der Aufbau hinten, der klappt ja so hoch, dass das Ganze also wie so eine Schale da drin liegt. Je weiter ich den Kran jetzt hochstelle, senkt der die Energie aber direkt nach unten in einem 90-Grad-Winkel ab und das steht. Deswegen habe ich mir diese 1,5 Kilo da hinten drin gespart, weil sie in meinen Augen einfach gar nicht notwendig gewesen sind. Jetzt habe ich dann natürlich das Ganze ausgefahren, was ja auch wirklich gut funktioniert hat, das muss man sagen. Also das funktioniert im Vergleich zu dem LTM 11200 wesentlich besser. Der es ja nicht aus eigener Kraft schafft, sich auszufahren. Dieser hier hat es definitiv geschafft. Also da hat man also wirklich einen sehr guten Weg gewählt. Hätte ich jetzt aber diese 1,5 Kilo da drin gehabt, wäre ich versucht gewesen, den Kran zu schwenken, dann hätten wir wieder das Problem mit den Füßen gekriegt. Also wir hätten das Umkippen nur ein wenig verzögert. Wenn jetzt die Stützfüße ein ordentliches X geliefert hätten und weiter ausfahrbar gewesen wären, selbst dann wäre dieser Kran gekippt. Weil das nächste Problem ist gleich der Drehkranz. Wir reden hier über einen 60er Drehkranz, wie er in zig Lego-Modellen verbaut gewesen ist, ohne nochmal irgendwo eine zusätzliche Konstruktion, um die ganzen Kräfte nach außen wegzudrücken. Die Platte war nicht stabil genug, die hat nach unten hin nachgegeben. Das ist so das nächste große Problem dieses Krans gewesen. Und all dieses hätte dann immer wieder zum
Umkippen geführt. Und wir müssen uns unterm Strich hier auch nichts vormachen. Mit guten 10 Kilo Gewicht, die hier auf Plastik, anders können wir es nicht sagen, die drücken hier auf Plastik, überschreiten wir hier jegliche Grenze der Vernunft, der Physik und des Machbaren in Sachen Klemmbaustein. Dann kommt zwar der ein oder andere und sagt, nehm Stahlachsen, nehm Stahlgelenke. Damit verlagere ich im Prinzip nur die Probleme, die ich gehabt habe. Weil ich habe diese Stahlgelenke mal ausprobiert. Die halten, das ist überhaupt keine Sache. Die machen wirklich gut was mit. Aber die vor- oder dahinter geschaltete Achse, die zerbröselt, die macht diese Kraft einfach nicht mit. Also man sollte da wirklich schon sagen, das Gelenk ist wie so eine Sollbruchstelle in dem Moment. Wenn das knackt, dann sollte man aufhören. Und das nicht ganz nur versuchen, mit Metall in die Länge zu ziehen und dann irgendwelche Achsen zu riskieren und nichts. Alles in allem muss ich sagen, eure Bewertungen insofern sind völlig in Ordnung gewesen. Hier sind wirklich Grenzen, ja, teilweise erreicht, weil es hat ja noch funktioniert, aber teilweise auch wirklich überschritten. Gepaart mit Problemen, die Bauweise hergeben, wie zum Beispiel diese Stützfüße, ergibt es halt das, was wir hier gesehen haben. Es ergibt ein spitzenmäßiges Displaymodell und ich denke mal, da waren wir und sind wir uns alle einig und da sind wir uns alle sicher, das ist ein schönes Displaymodell. Aber dann hätten wir es ganz gerne ohne Motoren, können noch mal einiges an Geld sparen, stellen uns den irgendwo hin, weil dekorativ, wer den Platz hat, das Ding ist eine Wucht, da führt kein Weg dran vorbei. Womit ich dann im Grunde genommen aber auch beim letzten bin, weil auch das wurde ich ganz oft gefragt. Ich hatte es im Video angeklungen und gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dem Ganzen mache. Jetzt habt ihr es ja gerade schon rausgehört, es liegt in einem Karton. Also nein, ich werde ihn nicht als Teilespender nehmen. Das nimmt mir hier einfach alles zu viel Platz weg. Und ich bin jetzt keiner, der riesige Mocks baut und diese Teile also braucht. Wenn ich mal 5 Teile brauche, dann bestelle ich sie mir. Für mich ist das wesentlich einfacher, als hier 8000 Teile und etliche Motoren einfach nur zu horten. Und dann, damit auch diese Frage jetzt endlich vom Tisch ist, dieses Ding wird, ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist, ich vermute mal, dass heute ein Dienstag ist, dann wird er auch heute bei eBay auftauchen. Unten in der Beschreibung, da findet ihr den Link zu meinem eBay-Konto, könnt ihr draufklicken, seid ihr gleich dabei, könnt ihr mitmachen. Über den Startpreis, da werde ich relativ weit unten ansetzen, also braucht ihr keine Angst haben, ich will hier nicht diese 800 € haben oder 799, die hier aufgerufen werden, wenn man ihn kauft. Ich werde das ganz, ganz weit unten ansetzen und ihr bestimmt dann unterm Strich, was euch dieser Kran wert ist. Es liegt also nicht in meinen Händen, nur für mich ist es wahnsinnig schwer. Ich habe so viele Anfragen gekriegt. Verkaufst du ihn mir, verkaufst du ihn mir? Der eine oder andere wollte ihn dann gleich geschenkt haben. Ich sollte ihn quer durch Deutschland fahren, damit ich ihn auch noch ausliefere, damit man sich das Porto sparen kann. Also bitte Freunde, all dies lasst bitte sein. Das ist einfach nur unnütz Zeit. Es kostet euch Zeit, mir die Nachricht zu schreiben. Es kostet mich Zeit, diese Nachricht zu lesen und dann auch noch wieder zu beantworten. Und dann habt ihr wieder eine Antwort, die ihr lesen müsst, die euch dann auch im Prinzip aber nicht zufriedenstellt, weil ich da keinen bevorzugen werde. Jeder bekommt die gleiche Chance. Das Ding wird bei eBay zu finden sein. Bietet drauf, was ihr bieten möchtet. Und wer ihn dann zum Schluss bekommt, naja, der bekommt ihn dann halt. So, das war das, was ich zu dem Video nochmal nachschießen wollte. Ich denke mal, so konnte ich jetzt wirklich... Ich hoffe, ich habe keinen Kommentar vergessen. Ich klammer jetzt mal die auf, die mir da Blödheit vorgeschoben haben, das Ding zusammenzubauen und was weiß ich nicht, was, die klammer ich jetzt mal aus. Die sind teilweise, naja, die sind da, das sind Kommentare, die nimmt man mit, aber da kann man jetzt nicht unbedingt drauf antworten. Aber das Größte war ja wirklich immer, was gesagt wurde, ich habe die Stützen nicht richtig ausgefahren und auch nicht weit genug. Wie gesagt, guckt euch die Fotos mal in aller Ruhe an. Da werdet ihr sehen, auch da sind die Stützfüße nicht weiter auseinander. Da sind sie auch nicht weiter ausgefahren. Und da, wo was dranhängt, werdet ihr nie sehen, dass der Kran komplett ausgefahren ist. Solltet ihr doch so ein Foto erwischen, dann schreibt es mir mal, dann schickt mir das. Bei den Händlern, die ich kenne, habe ich das so, nämlich nicht gesehen. Nein, halt, jetzt fällt mir gerade was ein. Und zwar reden wir nochmal über den USB-Stick. Der hat ja auch nochmal wirklich für sehr viel Verwirrung gesucht. Ich muss jetzt aber hier mal selber eben schnell auf die Seite von Lesti gehen, weil es wurde mir berichtet, dass ich nicht, da ist er schon, mit der Bauanleitung nicht Unrecht hatte. Also man hat sie
mit ins Programm genommen. Man möchte dafür aber 50 € haben. Das hatte mich jetzt wahnsinnig fasziniert. Mal wieder wurde gesagt, es kommt jetzt kein Stick mit dabei. Man gibt jetzt jedem eine gedruckte Bauanleitung in der Hand. So, ich sehe die hier auch unter dem Modell. Aber ich sehe jetzt nicht, dass diese 50 € kosten soll. Und das Modell ist aktuell sogar von 800 auf 649 $ runtergegangen. Könnt ihr jetzt mal selber schnell ausrechnen, wie viel das in Euro ist. Ich weiß es jetzt nämlich gerade nicht. 650 müssten ja irgendwas um die 600. Ach nee, das ist der Europreis und nicht der Dollarpreis. Das ist der Euro 649. Also fast 150 € aktuell günstiger. Plus den Gutschein, den ihr bei mir unten in der Beschreibung findet. Also nicht den Gutschein, plus den Couponcode spart er nochmal 20%, also 64, nochmal gute 130 €. Da bekommt ihr den im Moment 650 für 520 €. Da bekommt ihr ihn im Moment also wirklich wahnsinnig günstig. Also wer da wirklich den Kran haben möchte, scheint so, als wäre jetzt die Zeit. Nee, also ich gucke hier durch und durch und durch und durch. Ich sehe nicht, dass die Bauanleitung, so wie es hier erwähnt wurde, 50 € kosten soll. Ich lege das jetzt mal in den Warenkorb, so in den Einkaufswagen. Jetzt schauen wir mal. Nee, E-Mail-Adresse will ich nicht eingeben. Nee, es bleibt bei den 649 €. Also wenn mir da einer was zu sagen kann, dann schickt mir das mal bitte rüber per Link. Das würde mich jetzt wirklich wahnsinnig interessieren. Aber ich kann hier nicht finden, dass dieses Ding 50 € zusätzlich kostet. So, jetzt denke ich mal, habe ich aber wirklich alles angesprochen, dass das mit dem Stick eine absolute Wurst ist und dass ich mir da eventuell die Finger verbrennen hätte können. Ja, das ist völlig klar, macht man nicht, Virenschutz und sowas ausschalten. Was ich einfach nur anbieten kann, ist, wer diesen Stick hat mit der Anleitung, der ihn nicht benutzen möchte, schreibt mich an. Ich bin kein Unmensch, ich gebe euch gerne die PDF, aber die Bedingung ist ganz klar und wer das nicht hat, der schreibt mich auch bitte gar nicht erst an. Das kostet nämlich wieder nur unnütz Zeit. Wer mir nicht beweisen kann, dass er das Ding auch wirklich gekauft hat, der kriegt von mir auch die Bauanleitung nicht. Ist eigentlich eine relativ einfache Sache, verständlich und plausibel, würde ich sagen. So, viel zu viel gequatscht an einem Tag, an dem ich normalerweise gar nicht bei euch bin. Ich packe jetzt meine Sachen hier zusammen. Ihr könnt euch auf mein nächstes Review freuen. Ist ja bald schon wieder Donnerstag, geht ja bald los oder wann auch immer ihr dieses Video hier guckt. Vielleicht ist ja heute sogar schon Donnerstag, ich weiß es nicht. Jeden, den ihr geguckt habt, danke, dass ihr mir eben schnell euer Ohr geschenkt habt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hat euch das Video gefallen, das, was ich euch so erklärt habe? Daumen hoch und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht sind ja noch wieder Fragen aufgetauscht. Ich mache noch ein Video und ich mache noch ein Video und ich mache noch ein Video, wenn es sein muss. Und wir werden das alles auflösen können. Ich hatte leider keine 6 Folgen Zeit, um dieses Review zu machen. Habe ich euch erklärt. Müssen wir diesmal sehen, wie wir das hinbekommen. Was bleibt mir zu sagen, außer dass ich euch wünsche, dass ihr gesund bleibt, damit wir uns auch wirklich gesund bei meinem nächsten Video wiedersehen können. Ansonsten habt noch einen feinen Tag.